Revanche im DFB-Pokal. Bielefeld, der erneute Gegner. Dieses Mal aber in Bielefeld. Letzte Saison haben wir ja zu Hause gegen Bielefeld verloren. 1:0 und das Schicksal möchte es wohl so, dass wir es noch einmal probieren heute. Aber in Bielefeld heute, glaube ich, auch mit besserer Truppe als damals. Aber Pokal, wisst ihr ja, hat seine eigenen Gesetze und so weiter und so fort. Wir können ja heute nur als Verlierer vom Platz gehen. Das ist der Weg, der uns hoffentlich dann ins Finale führen wird. Ja, Bayern, Leipzig sind auch noch mit dabei, Leverkusen. Ein paar Überraschungsteams, so wie Sandhausen, Bielefeld glaube ich auch. Naja, also, und dieser Mann hier, Dreierpack im letzten Spiel, er darf heute gerne ein paar Tore nachlegen. Die Mannschaft sieht ein bisschen anders aus. Brand spielt, eine neue Doppelsechs mit Özcan und Sambi Lokonga und Bessay in der Innenverteidigung. Ansonsten habe ich die Mannschaft so gelassen. Ich habe ja gesagt und auch ein bisschen angedroht, hört sich jetzt irgendwie blöd an, dass sofern die beste Elf immer fit ist, dass sie auch immer spielt. Egal ob DFB-Pokal, ob in der Champions League, Bundesliga. Im besten Fall wollen wir alle 3 Titel holen. Und da müssen halt immer die besten Leute spielen. Ich bin sehr gespannt. Wird auf jeden Fall sehr interessant und schon mal das erste rüde Einsteigen von Brian Lasme. Brian, lass mir da nur die Ruhe bei den nächsten 2 Kämpfen. Aber das war schon mal hier überhart. Der ist ja fast schon rot. Da kannst du schon mal über Rot nachdenken. Aber gut, da wissen wir. Der ist schon mal vorgewarnt. Der ist schon mal verwarnt. Und über den könnten wir ja auch mal dann öfter spielen, um eine gelb-rote Karte zu riskieren. Und Bielefeld, die müssten wir im Normalfall, wenn das heute so läuft wie die letzten Spiele, müssten wir eigentlich auch hier locker heute durchkommen. Aber es ist immer leichter gesagt als getan. Wir schweben quasi, wir marschieren von Sieg zu Sieg. Letztes Spiel, glaube ich, in Freiburg war das ja mit torreichste Spiel, was ich so bislang gespielt habe hier. Auf meinem YouTube-Kanal 8:0 haben wir die Freiburger da aus dem eigenen Stadion gefegt. Achtung, Bielefeld mit der ersten Chance. So schnell kann es nämlich gehen. Wenn man hinten nicht aufpasst. Da hatten wir ja große, große Lücken. Ja, und die Anfangsphase, ihr seht, wir müssen reinkommen. Mal ein bisschen Fokus jetzt hier auf das Spiel. Das kann sonst wieder ganz schnell nach hinten losgehen. Bielefeld mit der nächsten Chance. Ist zwar nicht gefährlich, aber schon allein die Tatsache, dass die da so einfach durchkommen, sollte uns zu denken geben. Yannis Serra, der andere Stürmer. Selbst solche einfachen Bälle, jetzt gelingt mal so ein Ball. Im Aufbau möchte nicht gelingen, aber ihr seht Bielefeld im 4-4-2 heute unterwegs. Wir müssen sie da zum Laufen kriegen. Uns immer wieder anbieten und dann auch die Lücken beziehungsweise die Laufwege machen. Guerrero, zu viel Klein-Klein hier, der kommt doch schon wieder nicht an. Achtung. Und dann raus mit dem Ball. Ihr seht, wie tief Bielefeld steht. Die stehen wirklich in der eigenen Hälfte dann noch. Aber ist auch völlig legitim, ne? Die sind hier Außenseiter. Die nutzen vielleicht eine Chance, die sie vielleicht nicht bekommen werden. Adeyemi jetzt mit unserer ersten Chance. Und das Tor. Nach 16 Minuten. Wenn es dann einmal schnell geht und wenn wir das gezielt zu Ende spielen, dann treffen wir auch. So, jetzt haben wir schon mal das erreicht, was wir letzte Saison nicht hatten. Ein Tor gegen Bielefeld im DFB-Pokal. Und ganz einfach, ne? Große Lücke. Die nutzen wir dann aus und Adeyemi, der ist halt auch zurzeit in einer richtig guten Form. Spielt halt jetzt zurzeit für Lindström, weil der leider noch verletzt ist. Aber das ist halt auch Qualität, ne? Wenn du Lindström irgendwie ersetzen musst, dann hast du einen Adeyemi, zur Not Ansgar Knauf, der kann immer die Bahnen auf und ab laufen, egal in welchem System. Von daher, ja, sollte uns das jetzt vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit geben. Ja, Brian Lasme, der ist ein bisschen übermotiviert, habe ich das Gefühl. Der holt sich heute noch die gelb-rote Karte ab, wenn das so weiterläuft. Da ist er nämlich schon wieder. Wenn der mal schon anläuft, denkst du, jetzt gleich wird er die Grätsche wieder auspacken, Özcan. Ja, und dann verstecken sie sich alles. Ja, schön und gut, dass sie die Räume und die Lücken finden hinter der Abwehr, aber die laufen da immer rein. Aller, schöne Drehung. Die müssen sich auch anbieten. Nicht nur am Strafraum stehen, auch anbieten. Fiese Blicke hier. Ich würde eher sagen, konzentrierte Blicke des Trainers, Kvaratskhelia. Nächste Ecke, Adeyemi. Schade. Er kann es auch mit dem Kopf. Klar, wenn der Gegner auch nicht mit hochsteigt oder er im richtigen Moment, das war gar nicht so weit vorbei, ja, knappes Ding.
Dann mal schauen, ob es irgendwelche Überraschungen gibt. Vielleicht scheiden die Bayern ja aus und Leipzig. Wird dann aber nicht viel einfacher. Dann sind schon mal ein paar stärkere Konkurrenten weg. Ja, gibt doch den Freistoß. Aber Pokal und so weiter und K.O. das ist völlig egal. Wenn du da weiterkommen willst, musst du halt einfach gegen jeden gewinnen. Das ist halt einfach so. Egal, wer dir da in den Weg kommt, du musst einfach jeden aus dem Weg räumen. Achtung, Kvaratskhelia. Oh, bisschen Unsicherheit und jetzt kommt er. Jetzt ist Brian Lasme völlig frei. Bessay kommt und das gibt Elfmeter. Das gibt Elfmeter für Bielefeld und die gelbe Karte für Corvin Bessay. Ja, erst Ping-Pong und dann sind wir irgendwie nicht rangekommen. Dann war Lasme frei. Na, das ist natürlich ein Elfer. Das musste pfeifen. Ja, klares Ding, ey. Gibt's nichts zu diskutieren. Aber er ist ja noch nicht drin. Okugawa jetzt gegen Kobel. Das könnte der Ausgleich werden, oder? Zeigt er Nerven. Okugawa gegen Kobel. Ja, schlecht geschossen. Und natürlich auch gut gehalten. Das sollte jetzt ein Warnschuss sein. Okugawa, der war echt schlecht geschossen. So halb hoch, lasch. Fast noch in die Mitte. Gott sei Dank, ein dankbarer Ball. Aber natürlich heißt das jetzt, oh, für uns erstmal das Ding sicher hinten rausspielen und dann mal ein bisschen was nach vorne versuchen, aber nicht mit Bessay, der ist eigentlich Innenverteidiger. Ja, wir kommen irgendwie mit dieser breiten Formation nicht so ganz zurecht. Da sind immer wieder ganz große Lücken, vor allem unsere beiden Sechser. Hier, schaut euch das an. Normalerweise müssen die hier mithelfen, das Ganze mal abzusichern. Aber, ihr seht, Lücken sind da. Okugawa, Gott sei Dank. Ich beobachte das mal ein bisschen und überlege mal so spontan schon gerade, ob ich umschalten, ja, würde ich gerne umstellen. Aber so müssen wir es halt auch spielen. Und dann sind ja auch die Lücken da. Über Brandt, über Aller, einmal wieder schnell gespielt und dann kommt er nicht ran. Und dann Gebauer jetzt mit Brandt. Yannis Serra, ihr seht, das geht einfach zu leicht. Das ist aber auch schlecht verteidigt dann. Lasme. Und Kobel. Wird jetzt ein bisschen offener, die Partie. Dadurch, dass Bielefeld halt auch wirklich zu easy an ihre Chancen kommt. Und so einfach aufs Tor feuern können, das geht nicht. Das ist halt leider zu luftig verteidigt von uns bislang. Auch hier nächste Chance. Viel zu viel Platz auf der Außen. Guerrero dazwischen und jetzt mal die Chance, schnell umzuschalten. Über Kvaratskhelia, Adeyemi und Aller. Wenn er durchläuft, kriegt er den. Ja, schade. Da war mal die Lücke da, aber Bielefeld ist sehr wachsam bislang. Bis auf das Gegentor haben wir auch eigentlich jetzt nicht so viele Chancen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Der eine Eckball noch, gut von Adeyemi. Aber auch so ein ganz schlechtes Zweikampfverhalten. Überhaupt nicht drinne. Läuft halt nicht immer rund. Und wie von alleine müssen wir uns auch mal hier erarbeiten. Kvaratskhelia, Guerrero. Das ist ja alles zu schlampig. Alles wieder auch so behäbig, würde ich beinahe sagen. So schwerfällig. Schaut euch das an. Die sind mit 4 Mann vorne. Schlotterbeck, faire Grätsche, da muss ich jetzt was machen. Da muss ich auch eine breitere Formation einstellen. Das kann ich so nicht machen, ey. Wenn wir den Ball verlieren, ihr habt ja gesehen, 4 gegen 3 sogar teilweise, 4 gegen 4. Also die beiden Mittelfeldspieler, die äußeren, die gehen dann nach Ballgewinn mit nach vorne und dann sind sie halt vorne mit Serra und mit Lasme dann halt auch gut bestückt. In dem Fall ist halt die Frage, eine etwas kompaktere 4-1-2-1-2 oder 4-3-3. Ich mache mal eine 4-3-3. Muss aber gucken, wie sie sich da verhalten. Nicht, dass wieder irgendeiner da spielt, wo er gar nicht spielen soll. Ja, Brandt zum Beispiel würde ich jetzt hier hin tun. Da ist Kvaratskhelia schneller. Ja, das passt soweit. Gut, schauen wir mal. Ob wir da ein bisschen mehr Sicherheit einfach im Mittelfeld kriegen, weil solche großen Lücken, bei allem Respekt vor Bielefeld, aber ihr habt ja letzte Saison gesehen, wie schnell das geht. Die brauchen nur eine Chance. Wir haben dann auch nochmal Druck gemacht, weiß ich noch, 4-1-2-1-2. Sind vorne angelaufen, hatten in letzter Sekunde sogar nochmal eine riesen Chance. Aber am Ende hat es dann halt auch nicht gereicht, weil wir nicht gut waren. So, und ihr seht, Schlotterbeck, der wird hier ausgespielt. Das ist Wahnsinn. Gebauer, Bessay kommt dazu. Wichtig. Die Grätsche war sehr, sehr wichtig. Sehr überragend. Gutes Timing und jetzt vielleicht mal die Chance umzuschalten. Kvaratskhelia mal gegen Klünter. So.
Wer ist in der Mitte? Aller, Brandt setzt sich hinten ab. Da ist er. Gute Schussposition. Aber dann zu kläglich. Gibt schon den Wechselhack für Gebauer, dafür, dass er den Ball vorne verloren hat. Wir kriegen diese beiden Stürmer halt da vorne nicht, ne? Irgendwie gut gestellt. Also da hat besonders Schlotterbeck Riesenprobleme. Aber vielleicht haben die Bielefelder jetzt halt Probleme, wenn Adeyemi wieder auf sie zugestürmt kommt. Andrade, Achtung. Und Freisel schießt Brandt an. Schade. So ein Tor, ja, wäre auch nicht schlecht. Aber mal so anschießen, warum nicht? Es ist noch ein sehr, sehr langer und harter Weg da auf dem Weg zu unseren ganzen Titeln. Klar, wie gesagt, dass das jetzt nicht in jedem Part, in jedem Spiel von selber geht und wir hier jeden Gegner 8-0 abschießen, das ist auch klar. Aber schon zusehen, dass wir die meisten der Spiele noch gewinnen. So, das ist halt das, was ich vorhabe. Brandt jetzt mal vielleicht auf engstem Raum. Wir kommen einfach nicht durch. Und hinten Sambi Lukonga, guck mal, wir sind dann hinten zu dritt. Da muss der Petersen aber im Vollsprint wieder zurück. Das geht nicht, sonst haben wir echt eine große Lücke auf der Außen bei Say. Oh, das müsste Abseits sein, oder? Ja. Skamaka mal frische Kräfte vorne rein für Aller. Auch schon mal ein bisschen auf die Bundesliga wieder gucken, weil wir haben jetzt wirklich bis zur Winterpause haben wir nur englische Wochen. Wir haben dann jetzt wieder Liga, dann haben wir unser letztes Champions League Spiel. Gut, da sind wir weiter. Da könnte ich ja auch dann die B11 mal aufstellen. Obwohl da, ja, mal gucken. Da geht es ja dann auch um Platz 1 und Platz 2. Achtung. Ratskelia. Viele Leute vorne, aber überhaupt nicht gut gestaffelt. Jetzt aber! Skamaka. Adeyemi nochmal. Schade. Da hatten wir jetzt gerade mal eine mega Überzahl. 4, 5 Mann in der Mitte, aber alle auf einer Linie. Das bringt mir auch nichts. Sie müssen sich absetzen. Hinten. Ach mein Gott. Wenn man einfach schlauer ist als die KI, wirklich. Und wenn man einfach sieht, was man hätte besser machen müssen, einfach. Gibt Hoffnung für die Zukunft vielleicht. So, wieder Ballgewinn, mal ein bisschen ruhiger jetzt hier angehen. Ich muss ja jetzt nicht hier jeden Angriff gleich auf Teufel komm raus nach vorne spielen. Aber die Mitte ist heute dicht. Wenn, dann passiert es heute über die Außen bei uns. Oder jetzt, wenn wir schnell spielen. Das zum Beispiel. Richtig gut gemacht. Und jetzt Kvaratskhelia. Skamaka fällt in der Mitte, steht wieder auf und köpft ihn rein. Und das dürfte es gewesen sein. Ich lehne mich mal schon ganz langsam aus dem Fenster raus und sage, da wird nichts mehr passieren. Das 2:0 genau zur richtigen Zeit, als wir es gebraucht haben. Hier Adeyemi lässt den Ball nicht ins Ausgehen, kämpft um die Chance und Skamaka springt ausnahmsweise mal hoch bei seinem Kopfball, sonst bleibt er ja immer stehen. Ihr seht, was das für ein groß gewachsener Stürmer ist. Und genau für solche Spiele, für solche Situationen brauchst du halt einfach auch so einen Spielertyp. So einen ähnlichen wie Aller. Sehr gut. Also 2:0, bisschen beruhigender jetzt. 2:0, damit lässt sich schon mal ein bisschen besser arbeiten. Und jetzt muss Bielefeld ja riskieren. Also, wenn sie wirklich realistisch noch eine Chance haben wollen, dann müssen sie ja jetzt alles nach vorne werfen. Das gibt größere Lücken. Schön gespielt. Adeyemi! Und Tor! Mit Glück. Das kommt jetzt auch noch mit dazu. 3:0. Jetzt machen wir hier innerhalb von 3 Minuten den Sack zu. Endgültig. Aber da hätten wir auch eigentlich in die Mitte spielen müssen. Da ist ja wieder... Also bis auf den Ball hier ist dann wieder alles schief gelaufen. Hier, der sollte eigentlich mit links gespielt werden und dann... Ja, okay, war es doch gut, dass er geschossen hat. Aber aus dem Winkel, weißt du, na gut. Und dann Freisel macht halt sein Übliches. Na gut, also dann wird es jetzt doch sehr deutlich 3:0. Durch die Umstellung halt, ne? Seitdem wir umgestellt haben, seitdem wir jetzt diese 2 Leute auf den Flügeln haben, werden halt die Verteidiger von Bielefeld auch ein bisschen weiter nach draußen gezogen. Dadurch haben dann die Achter Platz, die mit nach vorne kommen. Also so hat schon alles System. Und hat bislang gut geklappt. Jetzt wollen wir das Ganze hier auch zu 0 zu Ende spielen. Die anderen kriegen wieder ein bisschen mehr Spielpraxis. Sambi Lukonga zum Beispiel. Und wir kriegen nochmal die Chance. Adeyemi auf dem Weg zum Dreierpark. Jetzt aber spielt er rüber. Um Gottes Willen. Was ein schlechter Pass. Er kann froh sein, dass es schon 3:0 steht.
Aber die nächste Chance, ihr seht Bielefeld, die haben jetzt, glaube ich, aufgegeben. Da wird nicht mehr viel gehen. Adeyemi, Özcan, völlig frei, Özcan. Aber Bielefeld hat gut dagegen gehalten. Ja, ähnlich wie letztes Jahr. Haben halt auch einen Elfmeter verschossen. Also es hätte auch gut und gern zwischenzeitlich 1-1 stehen können. Scamacca wieder. Das ist Wahnsinn. Da geht auch echt niemand mit hoch, ne? Weil es halt auch einfach nicht geht. Guck mal, der kommt mit Geschwindigkeit, der kommt mit Schwung und dann mit seinen 1,90, wenn er dann noch hochspringt. Gut. Ende aus Mickey Mouse, ne? Sagt man ja so salopp-mäßig. Ganz easy. Ihr seht, das ist einfach, ja. Jetzt ein Runterspielen. Wir ziehen ins Viertelfinale ein, warten da auf den nächsten Gegner. Vielleicht Leipzig, vielleicht Bayern. Wäre doch ganz schön. Vielleicht haben wir ja auch nochmal in Anführungszeichen ein bisschen Losglück, dass wir vielleicht Heidenheim kriegen oder Sandhausen. Ja, das spekuliere ich ja immer so ein bisschen drauf, aber im Endeffekt musst du eh nehmen, wen du bekommst. So, Riesenlücken und jetzt Scamacca. Kann er sich aussuchen? Und ein viertes Tor. Nach 87 Minuten. Bereitet sich schon mal auf seine zweite Karriere vor, als Model auf dem Mailänder Laufsteg, auf der Fashion Week. Aber gut, das ist auch jetzt ganz einfach, ganz easy. Wenig Zugriffe und dann, wie gesagt, kann er sich die Ecke aussuchen. Das ist dann auch nicht mehr sonderlich schwer. Aber es scheint, dass dieses 4-3-3 besonders jetzt heute gegen so ein 4-4-2 funktioniert. Heißt ja jetzt nichts für die nächsten Spiele, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen und darf man jetzt auch nicht so an die große Glocke hängen. Aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Scamacca will nochmal. Gut, jetzt zum Ende hin wurde es dann doch deutlicher. Da hat man doch den Klassenunterschied gemerkt. Aber besonders in der ersten Halbzeit fand ich, war Bielefeld eigentlich ebenbürtig. Wie gesagt, den Elfmeter, lasst den mal reingehen, dann wird das eine ganz andere Partie. So wurde es aber die Partie, die wir jetzt hier dann in der zweiten Halbzeit gesehen haben. 4-0, locker leicht, ziehen wir in die nächste Runde ein. Ins Viertelfinale und revanchieren uns für das Aus im DFB-Pokal der letzten Saison. Dann am Ende, ja, von der Statistik her sehr verdient. Bochum gewinnt überraschenderweise gegen Leverkusen. Hamburg gewinnt, Bremen gewinnt gegen Heidenheim, Leipzig kommt weiter, aber Bochum-Leverkusen ist schon eine Überraschung, würde ich sagen. Jetzt warten wir nochmal auf Sandhausen, Freiburg, Düsseldorf, Dresden. Ja, Dresden Drittligist ist auch noch mit dabei und Regensburg hat das große Los gegen Bayern. Da warten wir jetzt auch nochmal ab und dann geht es schon in 3 Tagen gegen Augsburg. Und dann kommt die Champions League und dann haben wir auch irgendwann mal Winterpause. Dann können wir uns mal ein bisschen sortieren. Könnt schon mal gucken, ob ich vielleicht für die Rückrunde nochmal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nachlege, Spieler hole, obwohl wir haben eigentlich genug Spieler, ne? Wir müssten eigentlich nochmal ein paar Spieler abgeben. Wie sieht es denn mit unseren Jugendspielern aus? Die entwickeln sich eigentlich auch relativ gut. Guck mal, der zum Beispiel, 15-jähriger Torwart, den kann man auch reinwerfen. Der wird, denke ich, auch gut. Dann haben wir natürlich einen Isländer, Andersen, Torwart. Ein Potenzial bis 94, auch selbst wenn der nur eine 80 kriegt oder eine 81, wäre das schon super. Da war hier Tom Keller, da muss man mal gucken. Suleiman Cody, Bjarne Magnussen, der ist halt auch noch 15. Aber hier Christopher Pedersen, den müssten wir eigentlich jetzt auch schon mal reinholen. Der ist 17. Den können wir zum Profi befördern, den können wir auch verleihen. Den müssen wir, nee, das geht noch nicht, ne? Der ist 15. Muss mindestens 16 sein, das ist halt das Ding. Den können wir aber hier reinholen, zum Profi befördern und dann halt verleihen. Die müssen spielen, damit sie besser werden. Schauen wir jetzt noch mal kurz auf den DFB-Pokal, was da so für Spiele jetzt sind im Viertelfinale. Die Partien hatten wir ja schon gesehen. Bayern gewinnt gegen Regensburg, Düsseldorf gegen Dresden, Sandhausen schafft auch die Überraschung gegen Freiburg. Somit im Viertelfinale, oh, das ist natürlich Losglück. Für uns aber auch, muss man sagen. Aber ich möchte da nicht so weit mich aus dem Fenster lehnen, weil Bochum weiß nie. Die können einem dann auch mal ein Bein stellen. Aber Sandhausen in München, gut, das ist natürlich eine schwere Aufgabe. Aber mal gucken. Pokal hat seine Eingesetze. Düsseldorf dann gegen Leipzig und das Nordderby. Hamburg gegen Bremen, das ist natürlich geil. Das würde live in den Öffentlichen übertragen werden. Und wahrscheinlich Dortmund gegen Bochum. 2 Derbys. Gut, eine machbare Aufgabe für Bayern, gehe ich mal von aus. Das könnten sie vielleicht ganz knapp hinkriegen. So in der Bundesliga sind wir 5 Punkte vorne. Augsburg ist 10. Ja, hat wenig mit oben und wenig mit unten zu tun. Also so ein klassischer Mittelfeldplatz. Aber natürlich müssen da die nächsten 3 Punkte eingefahren werden. Leipzig spielt zum Glück gegen Wolfsburg. Die nehmen sich also gegenseitig die Punkte. Es könnte ein Vorteil für uns sein. Wir müssen aber halt einfach auf uns gucken. Ganz salopp gesagt und ganz trocken. Deswegen, wenn euch meine FIFA-Videos gefallen und ihr die nächsten Spiele nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Ein Like, das würde mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.